Dann wünsche ich mir natürlich auch wieder meine Grundrechte zurück. Ja? Das ist ganz klar, weil ich sag mal, das ist ja kein Dauerzustand und es ist auch nichts, was man sich wieder zurückerkaufen muss, sondern das ist in der Demokratie das, was man dann eben auch wieder möchte. Und das gehört auch dazu, wieder ins Restaurant gehen zu dürfen. Ja? Also ich finde es schon gut, wenn einer geimpft ist, dass er die Freiheiten wieder hat. Und dann muss halt der andere irgendwo noch ein bisschen warten. Ja, also ich habe dann schon so ein bisschen Bedenken, dass die noch nicht an der Reihe sind, dass die sich dann benachteiligt fühlen. Die Geimpften haben dann Freiheiten, wo die Nicht-Geimpften nicht haben. Ich kann verstehen, dass es Krieg gibt zwischen den Geimpften und Nicht-Geimpften. Da sehe ich ein Streitpotenzial, aber ich würde es gut finden, wenn die Leute, die ein Geschäft besuchen wollen, vorher einen Test machen, einen, der nichts kostet. Also gibt es ja überall jetzt Teststationen und die Leute genau, wenn sie einen Negativtest haben, dass sie halt letztendlich auch einkaufen gehen können. Darum geht es eigentlich. Und dann ist eine gewisse Gleichheit schon gegeben, wenn ich als Nicht-Geimpfter auch einkaufen gehen kann mit dem negativen Test. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele gerade beschäftigt und teilweise auch spaltet. Wenn alles glatt läuft, könnten die Lockerungen schon am Wochenende in Kraft treten. Deshalb wollen wir da noch mal genauer drauf schauen. Was sagen Expertinnen und Experten und auch Betroffene dazu? Wir haben mal nachgefragt. Volle Restaurants, mit Freunden feiern oder ohne Quarantäne in den Urlaub reisen. Schöne, neue, alte Welt. Auf die freut sich auch Jürgen Hirschfeld. Der 56-jährige Hobbymusiker bekommt im Impfzentrum Heusenstamm seine erste Impfung. Ich würde das begrüßen, wenn ich nach der Impfung, also nach der zweiten Impfung, schon wieder mehr Freiheiten hätte. Ich denke, dass es auch für die Gesellschaft gut ist, denn umso eher geht es mit dem normalen Leben wieder weiter. Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen sollen für Geimpfte und Genesene aufgehoben werden. Das hat das Bundeskabinett am Nachmittag auf den Weg gebracht. Juristisch absolut notwendig, findet Rechtsanwältin Miriam Rose. Wenn ich in Freiheitsgrundrechte eingreife, dann müssen die ja verhältnismäßig sein. Und wenn von einem Geimpften oder einem Genesenen keine Ansteckungsgefahr ausgeht, dann ist eine solche Einschränkung überhaupt nicht mehr legitim. Also da ist bereits das legitime Ziel nicht erfüllt mit dieser Maßnahme und insbesondere halte ich sie auch nicht für verhältnismäßig. Auch aus medizinischer Sicht gäbe es nur ein sehr geringes Restrisiko, das gegen Lockerungen für Geimpfte und Genesene spricht, sagt Pharmazeut Theodor Dingermann. Aber kann man Geimpfte und Genesene überhaupt gleich behandeln? Genesene haben einen deutlich niedrigeren Antikörpertiter als Geimpfte. Und deshalb empfiehlt man auch, Genesene auch einmal zu impfen, nach ungefähr einem halben Jahr. Das Spannende, seiner Meinung nach müssten die Lockerungen für mehr Leute gelten. Wenn man konsequent ist, dann müsste man eigentlich sagen, Leute, die einmal geimpft sind, denen sollte man auch diese Freiheiten geben. Natürlich mit einer vernünftigen Aufklärung. Das heißt, dass sie eben nicht so geschützt sind wie nach der zweiten Impfung. Wer kriegt welche Freiheiten zurück? Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier mahnt angesichts der Lockerungen jetzt bloß kein Impfneid. Jetzt gibt es die politische Diskussion, das kann man ganz offen ansprechen, nach dem Motto, wir haben noch relativ wenige doppelt Geimpfte, aber ganz viele, die noch nicht doppelt geimpft sind. Und jetzt wollen wir bitte schön, dass nicht eine falsche Diskussion antönt, nach dem Motto, Sie dürfen sich mit 10 Leuten treffen, Ihr Nachbar aber nicht. Das ist nicht lösbar. Das ist nicht lösbar, solange wir in einer solchen Situation sind. Das wird täglich besser, je mehr doppelt geimpft sind. Trotzdem, genau diese Übergangsregelungen hätte man besser vorbereiten müssen, kritisiert die Opposition. Die Lockerungen gehen aus FDP-Sicht zu langsam voran. Was nützt mir meine Freiheit, wenn ich es nicht leben kann? Also es muss natürlich jetzt auch die Möglichkeit geben, dann die Gastronomie wieder zu nutzen und die Geschäfte zu nutzen. Also sonst sonst ist es ja eigentlich eine Chimäre von Freiheit. Sondern wir wollen ja die Freiheit wirklich zurück. Jürgen Hirschfeld bekommt in 6 Wochen seine zweite Impfung. 2 Wochen später kann er persönlich dann mit Lockerungen rechnen. Ja, Lockerungen nach der zweiten Impfung. Darüber sprechen wir jetzt mit Steffen Augsberg von der Uni Gießen. Er ist Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Abend. Schönen Dank, Frau Dehling. Ja, also vollständig Geimpfte und Genesene sollen wieder mehr Freiheiten bekommen. Zum Beispiel Ausgangssperren oder Kontaktbeschränkungen sollen für sie nicht mehr gelten. Wie bewerten Sie das denn? Ich glaube, das ist ein wirklich überfälliger Schritt. Wir müssten
erkennen, und das ist ja in dem Beitrag auch völlig zu Recht angeklungen, dass wir diese ganzen Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, Freiheitsbegrenzungen, die wir vorgenommen haben, nur machen dürfen, weil wir eine potenzielle Infektiosität unterstellen. Und wenn wir, wie es jetzt derzeit nach dem naturwissenschaftlich-medizinischen Stand der Dinge so zu sein scheint, davon ausgehen können, dass das bei den Geimpften und Genesenen nicht oder nur noch einem ganz geringen Teil der Fall ist, dann müssen wir denen eigentlich sofort alle entsprechenden Freiheiten zurückgeben, weil einfach diese Grundaussage, die Grundannahme für die nicht mehr zutrifft. Und das, was da bislang geschehen ist, ist insoweit dann wahrscheinlich, hoffentlich würde ich sagen, nur ein Einstieg in eine umfassendere Rückkehr von Freiheitsrechten. Jetzt haben Sie ja gesagt, alle Freiheiten sollten für die, die schon doppelt geimpft sind, auch wieder gelten. Wenn man jetzt mal schaut, es ist natürlich noch nicht jeder doppelt geimpft. Einige warten ja noch auf die erste Impfung. Da kommt ja dann schon auch wirklich dieses Ungerechtigkeitsgefühl auf. Und auch die Neiddebatte ist natürlich auch immer ein Thema. Wie sehen Sie das denn? Ich glaube, Sie haben das genau richtig formuliert. Das ist ein Gefühl der Ungerechtigkeit, eine Neiddebatte. Und da müssen wir als Gesellschaft genau überlegen, wie wir damit umgehen. Ob wir das noch weiter unterstützen oder ob wir dem entgegensteuern. Mein Argument wäre schlicht, es gibt keinen Grund dafür, dass wir diejenigen, von denen keine Gefahr ausgeht, weiterhin im Zustand relativer Unfreiheit halten. Und umgekehrt, für die Ungeimpften wäre überhaupt nichts damit gewonnen, wenn die Geimpften weiterhin den Beschränkungen unterworfen blieben. Das heißt, es ist insoweit tatsächlich nur die Situation, dass ich sage, kann ein Teil schon wieder ein Stück Normalität genießen oder müssen alle noch unter den allgemeinen Beschränkungen leiden. Und da scheint es mir relativ eindeutig zu sein, wie man sich entscheiden sollte. Also sind Sie absolut dafür, dass jetzt die Lockerungen natürlich überfällig sind. Und Sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass die Lockerungen ja schon hätten viel früher beginnen sollen, mit der ersten Impfung im Dezember. Also jedenfalls in Teilbereichen wäre das, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen. Erstens haben wir, glaube ich, etwas furchtsam reagiert auf die ersten Meldungen, was die Nicht-Infektiosität oder gesunkene Infektiosität angeht. Da hätte man schon großzügiger sein können. Und vor allen Dingen hätte ich gedacht, dass in bestimmten Teilbereichen der Gesellschaft, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen, wo ja sehr frühzeitig eine nahezu umfassende Impfung aller entsprechenden Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt ist und wo dann in gewissermaßen einem geschlossenen System die Gefahr von vornherein deutlich reduziert war. Denen hätte man das, glaube ich, früher zurückgeben müssen, auch mit Blick darauf, was einfach in dieser späten Lebensphase diese Verzögerung jetzt noch zusätzlich an Belastung bedeutet. Sagt Steffen Augsberg von der Uni Gießen, Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.